Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Hallo, wir sind hier im Loro-Park mit Rafael Zamora, dem wissenschaftlichen Direktor der Loro-Park-Stiftung. Und er ist auch Biologe und kennt den Park auch schon seit er klein ist. Und wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Ne? Ja, wir sind in einem Platz, der sehr speziell für Loro-Park, weil das sind die Kakteen und Sukkulenten. Eine Kollektion, die hat der Herr Gittling immer gehabt. Ich erinnere, wenn ich ein Kind war schon dieser gleiche Garten von Pflanzen, von Sukkulenten und Kakteen. Das war sehr speziell. In einigen botanischen Buch in Teneriffa kannst du sehen Bilder von exakt diese Kakteen, die sind hier. So wichtig ist. Dann ist interessant nicht nur, weil du kannst die Pflanzen sehen, du kannst auch hören die Natur von hier, von Teneriffa. Du kannst auch sehen, weil in Höhe von unseren Augen sind zum Beispiel, guck mal da, Philipp, da sind einige Eidechse. Die sind endemisch von hier, von Teneriffa. Ja, die Gallotia galloti. Männchen sind mit diesem blauen Hals und mit gelben Pünktchen im Körper. Weibchen sind braun. Einige Mal haben einige, guck mal, da guck mal, komm zu uns. So schön ist ein Park, ein Zoo jetzt, ist wichtig auch, weil sind nicht nur Vögel, sind nicht nur Papageien, sind nicht nur Delfine, Orgel. Nein, ist auch die Natur von hier. Guck mal, eine kleine Eidechse, das hat weniger als ein Jahr. Und das ist ein Tier, eine Eidechse, die du kannst in keinem Platz sehen, nur hier in Teneriffa, in Natur. Und wir sind Natur. Das ist eine Hilfe für, wir hören jetzt verschiedene Arten von Vögeln, die leben hier in Teneriffa und haben hier dieses Paradies, wo können auch züchten im Moment. Viele Arten von Vögeln züchten hier bei uns, das ist schön auch, weil wir geben diese Schatten, diese Früchte von einigen Pflanzen. Guck mal, noch eine Eidechse da auf dem Stein. Und jetzt können wir noch sehen, einige Eidechsen vorne uns, ganz in der Nähe. Viele Touristen machen hier einen Stopp. Hast du gemerkt, das ist ganz ruhig. Ja. Das ist oben von dem Dschungel von Loro-Park. Das ist der Eingang, den wir haben es gehabt. Und dieser Garten ist symbolisch, hat viele Sachen, die sind interessant, weil einige Touristen nehmen Zeit für beobachten diese Arten. Und natürlich ein Platz, der hat keine Bewegung gehabt, die ist konstant und stabil, ist eine Hilfe für die ganze Natur auch. Du musst überlegen, dass viele Arten, die sind Migratoren, die kommen von Nordeuropa, machen einen Stopp hier in Kanarischen Inseln und dann fliegen weiter nach Afrika. Einige Tauben zum Beispiel züchten hier, züchten die Jungen und dann fliegen nach Afrika und dann kommen zurück und gehen nach Europa. So wichtig ist ein Platz wie Loro-Park, ist ganz wichtig. Okay, noch etwas, die können wir in dieser Straße sehen. Pirrura oematotis, das ist endemisch von Venezuela. Endemisch von Venezuela, kein Zoo in Europa, in kein Zoo kannst du sehen, auch in der Welt. Ist ein Vogel, den nicht viele kennen. Ist ein Vogel, der nur für Papiere und für die Kontakte mit den Züchtern in Venezuela war zu schwer. Und in der zweiten Generation, in der dritten Generation haben wir Exemplare gekriegt von verschiedenes Blut und jetzt züchten wir regelmäßig. Also die sind auch schon in Venezuela geboren worden? Ja, und das ist wichtig, weil endemisch von Venezuela leben nur in einem Punkt von Venezuela, in ganz Südamerika. Wenn sie bedroht oder haben ein Problem, normalerweise die meisten Papageien haben Probleme in der Natur, dann haben wir diese Genetikreserve von Pirrura oematotis. So wichtig ist. Und nur hier in Loro-Park kannst du das sehen. Super. Aber das ist was Neues, ne? Ah ja,
wir haben unser neues Geschenk für unsere Besucher. Das ist Oceania. Ein Traum, die jetzt ist eine Realität, weil haben wir immer eine gute Repräsentation von allen Arten von Australien, von den Cities von Australien, die sind so bunt und so schön, aber war immer schwer, alle zusammenhalten, weil einige Mal sind sehr territoriell und wir haben einen Weg gefunden und ist Schwanbauen in eine sehr spezielle Gegend. Wir haben diesen Vorhang von Ketten und das ist verschiedene Wände, wo die Vögel können nicht weggehen. Dann am Schluss kannst du in eine immersive Erfahrung, denn du kommst rein in Oceania. Und du kannst jetzt hören, das ist die, was du kannst merken in Australien, wenn du bist neben einer Gruppe von Cities von Australien. Guck mal, die zwei Sonnen, ein Menschen mit so vielen Farben. Die Rosellas, die Platycercus machen diese Stimme. Auch haben wir, guck mal, ich sehe etwas wie, hier ist interessant für dich, Horn-City, Nymphen-City, Wellen-City, Brachrosella, König-City, ist voll. Voll okay. Und immer ist eine Überraschung, weil die machen verschiedene Bewegungen. Und du kannst sehen auch am Morgen, wie die baden sich, wir kriegen Frischwasser. Das ist interessant, weil unser Arbeiter ist ein Spezialist in dieser Platz und er guckt immer, was die Vögel machen. Du brauchst eine Kontrolle, weil es sind verschiedene Schwammen von verschiedenen Arten und du musst immer gucken, welche kommen klar und welche kommen nicht so gut klar. Und ich glaube, zum Horn-City gibt es da auch eine besondere Geschichte in Bezug auf die Stiftung. Ja, weil Horn-City haben wir immer gezüchtet, aber war immer ein schwieriges Vogel. Horn-City züchten am Anfang des Lebens, aber dann am Schluss produzieren nicht so viele Eier, züchten nicht so gut, Männchen sind ein bisschen aggressiv, können die Weichen tot machen und mit all diesen Dingen musst du rechnen für Horn-City züchten. Und jetzt, hier sehen ein Horn-City, guck mal, da ist eine. Das ist ein Traum, das ist ein großes Vorteil. Können wir jetzt sehen hier in Oceania, weil wir haben viele gezüchtet. Aber 20 Jahre vor war nicht so einfach. Einigenmal kriegst du ein Küken, zwei Küken. Bis dieser Zeit, wo die Biologen hier haben wir gelernt, wie ist die Biologie von dieser Art. Und jetzt können wir machen die richtige Weg für Züchten regelmäßig und stabil. Dann können wir hier die Jungen reinsetzen und kontrollieren alles, wie läuft und können wir ein bisschen von Zukunft sehen, weil wir wissen, was wird passieren. Wenn die Vögel sind adult, müssen wir rausmachen und dann die fangen zum Züchten in der Zuchtstation und die Jungen kommen hier für wachsen und lernen von den verschiedenen Schwärmen, von seiner Biologie, weil jeder einzelne Vogel muss wissen von seiner Biologie. Und die lernt du das. In einem Kindergarten wie dieses, wo können spielen, fliegen, suchen neue Ecke, suchen jeden Tag zum Beispiel Gras hier. Halten dieses Gras ist schwer, weil die suchen die Samereien, die sind drin in der Erde. Das ist typisch auch in Australien. Die machen auch hier bei uns. Und ich sehe, wo einige möchten jetzt züchten in die Termiten. Wir haben Termitenbaum oder Termitensteine oder die Termitenstruktur, die machen die Termiten in der Natur in Australien. Und in diese Löchern können die züchten oder auch essen oder fressen. Und der Termitenhügel, aber der ist jetzt von Hand gemacht, ne? Ja, wir haben unsere Fachleute, unsere Spezialisten für Steinbauen und die haben perfekt gemacht. Gleich wie unsere Baobabs in Animal Embassy oder
diese Naturalisation von jedem Gehege, das haben die gemacht. Wir haben perfekt gemacht hier, aber haben einigen Trick. Da können wir Futter geben, aber die Vögel können auch einen Platz haben für züchten, wenn die wollen. Gleich wie in Natur. Ich zeige dir jetzt, weil ich möchte jetzt, heute weiß ich nicht, aber ein Pärchen kommt immer rein, vielleicht haben wir etwas. Dann können wir zusammen anschauen. Und etwas wichtig für unsere Besucher. Zeit haben, wir gucken, welche Arten sind hier in dieser großen Voliere. Es ist ein sehr interessantes System, wo jeder, für die Kinder ist sehr interessant, weil die können spielen ein bisschen und gucken alle in ein kleines Format, von wo kommen die Vögel, welche Namen haben in Englisch, Deutsch, Französisch, lateinische Namen, ist auch wichtig. Wie viel groß sind die Gelege, ob die leben allein oder im Schwarm, wie bedroht sind die Vögel. Alle diese Sachen sind hier. Auch wenn es so einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. In einigen australischen Vögeln kannst du sehen Unterschiede mit Männchen und Weibchen. Und da kannst du sehen diese Unterschiede. Hören Sie dich ein, dir gefällt so viel. Was fressen die? Alle diese Informationen hast du hier in einem kleinen Platz. Und das haben wir gemacht, ja, alle unsere Vögel, aber hier mit diesen Sternen, gleich wie in Katandra, wo die Leute können das sehen. Ja, und auch die Nymphen und Sittiche werden wahrscheinlich einige kennen von Dann sehen wir, was haben wir hier in diesen Nisten, Termitennisten. Die sind diese Struktur, die kennen schon, weil das ist etwas, die haben einen Instinkt und können wir sehen, die gehen weg, komm, machen wir ruhig. Aber gehen wir, guck mal, die Königssiegel haben wir einigen oder die Rosellas, die verschiedene, die Braun-Rosella, die sehr selten, das haben wir seit ungefähr 7 Jahren, die wir können züchten regelmäßig, weil war immer zu schwer. Jetzt haben wir Jungen und haben wir eine Menge, die hier reinsetzen. Aber die Kakariki, guck mal, hat in Mist geguckt, ne? Guck mal, die Braunsiegel auf dem Boden, das sind Sameralien da. Das ist immer schön. Dann gehen wir langsam. Dann nehmen wir diese weg, nicht direkt zu gucken an die Vögel. Aber hier haben wir eine kleine Tür. Aber jetzt im Moment haben die noch nicht. Also hier gibt es schon Nachwuchs. Ich sehe, dass ein Weibchen ist reingekommen in dieses Loch unten, nicht oben, das ist ein bisschen komisch. Aber ich denke, das ist jetzt drin mit Eier. Das können wir jetzt sehen. Eier, guck mal. Und welche Art ist das? Nymphensittich. Das ist jetzt der erste Nachwuchs hier oder gab es Sind die ersten, die müssen noch kommen, weil die sind die ersten Eier. Ja. Und das bedeutet, dass die ganze Gehege funktioniert gut und die Vögel sind stabil hier und die suchen jetzt zum Züchten. Mit den Sittiche haben wir einen Vorteil, die normalerweise haben wir nicht, zum Beispiel in Katandra, wo die Vögel brauchen 5, 6 Jahre für adult sein. Hier die Sittiche, einigen mit 8 Monaten können Eier legen und einige können befruchtet sein. Mal sehen, was kommt von diesen Weichen, aber das bedeutet, dass das System funktioniert. Die fangen jetzt die Territorium zum Bauen und die sind ruhig mit den anderen. Das klingt gut.
Ernährung, ganz wichtig. In solche Voliere, die sind so groß wie Ozeania, ist auch wichtig, weil die Vögel brauchen Neuigkeiten. Zum Beispiel Datteln. Wir hängen die Datteln da und die haben Kontakt mit etwas sehr naturell. Weil einigen Mal die Datteln sind grün, einigen Mal sind genug reif und die benutzen das und die haben extra Energie. Kriegen von da Mineralien, kriegen auch chemikalische Dinge, die sind wichtig auch. Das ist die Sprache von Natur. Unsere Vögel müssen sehr natürlich sein, weiß nicht, ob auf Deutsch klappt das. Blättern von Kakteen, auch mit Stacheln. Wir haben nicht gepflanzt, wir haben nur als Ernährung gegeben für die Vögel, weil die brauchen das. Etwas anderes benutzen, weil normalerweise suchen Samereien, kleine Samereien von Gras. So sind die Sittiche von Australien. Da hinten sind mit Gras und die suchen immer etwas. Wir können ein bisschen von Samereien, von anderen Samereien wie Glanz oder so, in der Mitte Negersatz und die suchen. Aber keinmal wissen die Vögel, wie viele Samereien sind zwischen die Blättern von Gras. Dann hast du Ernährung für immer. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.